Hallo, Shenja am Apparat? Hi, kannst du bitte eine Sonnencreme für ölige Haut empfehlen? Es ist so schwer, eine zu finden. Ja, jetzt beruhig dich erstmal. Ich habe auf jeden Fall ein paar Tipps für dich parat. Hey, hey, hey! Ja, ihr seht richtig, heute werde ich euch endlich mal ein paar Sonnencremes zeigen, die meiner Meinung nach für ölige Haut geeignet sein könnten. Die Betonung liegt hier auf könnten, weil ich eine eher fettarme Haut habe, sprich das komplette Gegenteil von öliger Haut. Nichtsdestotrotz habe ich in den letzten Wochen und Monaten einige Sonnencremes ausprobiert, die vom Hautgefühl, vom Finish, vom Pflegeeffekt einfach meiner Meinung nach ganz gut zu öliger Haut passen könnten. Deshalb schaut euch dieses Video gern an, holt euch Inspiration, aber ausprobieren müsst ihr natürlich am Ende selbst und gucken, inwiefern die Produkte auch wirklich zu eurer Haut passen. Ich werde euch natürlich versuchen, so detailliert wie möglich Informationen zu den einzelnen Produkten zu geben. Falls ihr auch noch ein bisschen was nachlesen möchtet, das Ganze in Ruhe verinnerlichen möchtet, ich habe auch einen Blogpost zu diesen Sonnencremes verfasst, dann könnt ihr euch das sehr, sehr gerne nochmal anschauen. Vor allem, was die Inhaltsstoffe angeht, findet ihr immer zahlreiche Informationen auf meinem Blog. Bevor ich zu den Sonnencremes übergehe, will ich noch mal ganz kurz anmerken, dass ich mich wahnsinnig darüber freuen würde, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vor allem, wenn ihr euch für Hautpflege interessiert. Denn Hautpflege ist nicht nur meine Leidenschaft, sondern auch mein Beruf. Ich bin Produktentwicklerin und helfe auch anderen Marken bei ihrer Produktentwicklung bezüglich Skincare. Und ich bin auch Autorin eines Buchs für Skincare-EinsteigerInnen. Also falls ihr euch für dieses Themengebiet interessieren solltet, dann seid ihr hier genau richtig und solltet auch unbedingt auf den Abo-Button klicken. Dann legen wir mal los mit meinen Sonnencreme-Empfehlungen für ölige Haut. Und das Thema Sonnencremes ist sowieso eine große Herzensangelegenheit von mir, weil Sonnenschutzmittel natürlich nicht nur die vorzeitige Hautalterung vorbeugen können, sondern weil sie auch das Hautkrebsrisiko reduzieren. Und umso cooler ist es einfach, wenn man die Sonnencreme für sich findet, die man sehr gerne benutzt, die man im Alltag verwenden kann und die man auch ohne Probleme in der entsprechenden Menge auftragen kann. Den Anfang macht die Soon Young Directors Moisture Sun Cream von Etude House und die habe ich mir hauptsächlich aufgrund der Formulierung gekauft, weil sie sich doch von den anderen koreanischen Sonnencremes abgesetzt hat. Also sie ist mir sofort aufgefallen, was auch die UV-Filterkombi angeht, weil sie einfach anders ist. Also falls ihr euch für die Inhaltsstoffe und die Formulierung interessiert, schaut wie gesagt auf meinem Blog vorbei. Und als ich sie dann im Gesicht aufgetragen habe, musste ich feststellen, dass sie eigentlich haargenauso ist, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also wie ich sie auch von der Zusammensetzung eingeschätzt habe. Sie ist sehr wässrig, sie ist super leicht auf der Haut und hat keinen vorhandenen Pflegeeffekt. Also das habe ich gleich nach dem Auftrag gemerkt, dass die zu wenig Pflege für meine trockene Haut bietet. Deshalb muss ich auch, wenn ich sie benutze, ordentlich pflegen, selbst jetzt im Sommer, weil die mir einfach zu wenig Pflege bietet. Deshalb denke ich, dass diese Moisture Sun Cream für Menschen mit öliger Haut richtig gut geeignet ist. Die ist auch so angenehm im Auftrag. Sie ist super leicht, sie bildet keinen krassen Film auf der Haut aus, lässt sich ohne Probleme in der benötigten Menge von 1 Gramm auftragen und sieht wunderschön auf der Haut aus. Und aufgrund der UV-Filterkombi weißelt sie auch nicht auf der Haut. Also sie hinterlässt nicht diesen typischen weißen Schleier, den manche Sonnencremes hinterlassen. Deshalb denke ich, dass sie für Menschen mit stärker pigmentierter Haut eine gute Wahl wäre. Wer eine Sonnencreme mit anorganischen UV-Filtern, sprich Titandioxid und Zinkoxid sucht, sollte sich unbedingt die Suntique I'm Pure Perfect Cica Sonnencreme anschauen. Die ist für meine Haut viel zu trocken, weil anorganische UV-Filter auch dazu neigen, so ein bisschen den Talg mit aufzunehmen. Das heißt, wenn ihr eine ölige Haut habt, dann könnte die definitiv was für euch sein. Also die ist mir viel zu matt, viel zu trocken, aber dafür, dass die ausschließlich auf anorganischen UV-Filtern basiert, ist sie dennoch sehr angenehm,
sehr leicht auf der Haut. Also sie bildet auch nicht so einen krassen, pastösen, fettigen Film aus, sondern ist schön wässrig, leicht und lässt sich auch ohne Probleme in der entsprechenden Menge auftragen. Sie rollt sich nicht ab und ich finde auch, dass man den weißen Schleier, den anorganische UV-Filter einfach auch hinterlassen, weil das der Natur ist, dass man den hier gut mit Make-up in den Griff bekommen kann. Natürlich müsst ihr da schauen, wenn ihr eine stärker pigmentierte Haut habt, ob das was für euch ist, weil die selbstverständlich weißelt, also wie gesagt diesen Gespensterlook erzeugt, aber nichtsdestotrotz ist das eine der besseren Sonnencremes mit anorganischen UV-Filtern. Die Bar Centella Soothing Essence ist eine Sonnencreme, die meiner Meinung nach für super ölige Haut weniger geeignet ist, aber dafür prädestiniert für Menschen, die eine leicht ölige Mischhaut haben, weil die so einen ganz dezenten Pflegeeffekt hat, der aber meiner Meinung nach nicht too much ist. Ich habe sie heute auch aufgetragen und trage sie natürlich unter meinem Make-up. Selbst da macht diese Sonnencreme von Bar keinerlei Probleme. Sie ist super angenehm, sie fühlt sich sehr wässrig und sehr leicht an, wenn man anfängt, sie einzuarbeiten. Und nach 15 Minuten trocknet sie ganz gut an, ohne dass man so einen schwarzigen Glanz hat. Ich finde dennoch, dass sie so einen dezenten Sheen hinterlässt, wobei es selbstverständlich auch darauf ankommt, was für Pflege ihr darunter benutzt. Aber nichtsdestotrotz ist sie überhaupt nicht schwer. Sie ist überhaupt nicht ölig, super angenehm vom Tragekomfort. Ich vertrage sie auch richtig, richtig gut. Von der Formulierung ist sie einfach nur großartig, auch was die UV-Filter-Kombi angeht. Da sind auch sehr moderne und verträgliche UV-Filter drin, wie zum Beispiel DHHB, aber auch Tinosorb M und noch so ein paar andere nice Bestandteile, die Vorteile für die Haut haben können, wie zum Beispiel Ceramid NP und Tigergras. Das ist ein beruhigender Inhaltsstoff und ich finde sie super angenehm jetzt für den Sommer, wobei es für mich persönlich noch so ein Ticken mehr Pflege sein könnte, weshalb ich auch vermute, dass sie eben für Menschen mit so einer leicht öligen Haut richtig gut geeignet sein könnte. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist die Verpackungswahl bei der Bar Sonnencreme, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Und zwar besteht die Tube aus Papier. Ich vermute mal, dass das Ganze auch von innen beschichtet ist, ansonsten würde die Sonnencreme hier durchsickern. Aber ich finde die Idee einfach so cool, wobei ich beim ersten Blick so ein bisschen skeptisch war, weil das Ganze schon aussieht wie ein Salatdressing, aber trotzdem funktioniert die Sonnencreme, man kann die gut dosieren und das Produkt ist auch richtig schön leicht. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Sonnencreme für Outdoor-Aktivitäten wie zum Beispiel Wandern, Fahrradfahren oder Joggen am Start. Und zwar ist das diese Eucerin Oil Control Dry Touch Sun Gel Cream. Und das ist tatsächlich eine der wenigen europäischen Sonnencremes, die meiner Meinung nach Dry Touch ist und die keinen Glanz auf der Haut erzeugt. Ich habe einige Sonnencremes in meinem Leben ausprobiert, die angeblich matt sein sollten, die dann aber schon sehr schwartig und sehr pflegend auf der Haut waren, was bei dieser definitiv nicht der Fall ist. Und nur zur Info, die wurde umformuliert. Ich finde die neue Formulierung ein kleines bisschen besser im Vergleich zu der alten, wobei die sich schon in der Performance etwas unterscheiden. Aber jetzt nicht so extrem, was das Finish angeht. Ich finde, man muss die neue Sonnencreme etwas schneller einarbeiten, weil die recht fix so einen Film ausbildet und ansonsten bremsig wird. Aber nichtsdestotrotz lässt sie sich ohne Probleme in der entsprechenden Menge auftragen. Es ist aber schon ein bisschen Alkohol drin. Also wenn ihr Probleme mit Ethanol habt und eure Haut es überhaupt nicht mag, dann wird die definitiv nichts für euch sein. Ich bin da eigentlich auch eher empfindlich, was so Ethanol in Sonnencremes oder in Produkten angeht. Aber hier ist das nicht too much. Also der steigt mir nicht in die Augen, der bringt die nicht zum Tränen, er brennt auch nicht auf der Haut. Und für so Outdoor-Aktivitäten ist die einfach wunderbar geeignet, weil sie auch wasserfest ist und soweit ich weiß auch schweißresistent. Und sie ist sehr angenehm im Auftrag, sie brennt nicht, also zumindest bei mir nicht. Und ich vertrage sie wunderbar. Ich finde einfach auch, dass es im koreanischen Bereich wenige Sonnencremes gibt, die wasserfest sind
sind oder schweißresistent oder sowas. Und das ist mir persönlich bei Outdoor-Aktivitäten extrem wichtig, weil man da länger unterwegs ist, weil man natürlich auch schnell anfängt zu schwitzen und weil man einer stärkeren UV-Belastung ausgesetzt ist, als wenn man zum Beispiel Brötchen holen geht oder einkaufen geht oder sowas. Von daher finde ich die als Outdoor-Sonnencreme, vor allem für Menschen mit öliger Haut, richtig, richtig gut. Und mein Freund mag die, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne, obwohl er wahnsinnig pingelig ist, was Texturen und Hautgefühl angeht. Und das ist auch so eine Sonnencreme, die bei ihm nicht im Bart hängen bleibt. Das war's schon. Das waren meine persönlichen Sonnencreme-Empfehlungen für ölige Haut. Vielleicht ist ja das eine oder andere Produkt für euch dabei, das ihr noch nicht so auf dem Schirm hattet und das ihr jetzt eventuell ausprobieren möchtet. Ich packe euch natürlich alle Links zu den Produkten unten in die Infobox und vielleicht habe ich auch einen Rabattcode am Start. Keine Ahnung. Wie gesagt, ist alles unten in der Infobox. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr eine Sonnencreme für euch findet, die ihr gerne verwendet und die ihr vor allem auch in der ausreichenden Menge benutzt.